Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen, ganz kurzen Video auf meinem Kanal. Es hatten sich einige von euch gewünscht, dass ich mal zeige, was ich dann bei so einer Wanderung alles dabei habe. Daher habe ich das einfach mal ganz unprofessionell bei meiner letzten Tour für euch aufgenommen. Erstmal noch kurz zu den Rahmenbedingungen meiner heutigen Wanderung. Es ist später Frühling, somit schon relativ warm. Die Sonne scheint, es ist kein Regen angesagt und die Höhenmeter betragen im Höchstfall 1277 Höhenmeter. Bei Regen oder mehr Höhenmetern hätte ich sicher nochmal anderes Equipment dabei. Ja, hier seht ihr dann schon meinen Rucksack, beziehungsweise ist es eher eine Weste. Das ist mein absoluter Lieblingsrucksack, den ich schon bei super vielen Wanderungen, Klettersteig, Klettertour, Mammutmarsch oder auch beim Fahrradfahren dabei gehabt habe. Muss man mal schnell den Berg ablaufen, kann man mit dem dann sogar einfach einen kleinen Trailrun starten. Meine Wanderstöcke passen in dem Fall auch echt super vorne an den Rucksack dran. Der hat da diverse Halterungen, die glaube ich eigentlich für Eispickel sind. Die Stöcke haben 3 Glieder und sind recht klein zusammenfaltbar und sind auch verhältnismäßig leicht. Vorne in den Taschen habe ich 2 so kleine alte PET-Flaschen von diesen Ingwer-Shots, die man im Supermarkt kaufen kann. Die finde ich einfach mega praktisch und habe da immer wieder andere Sachen drin. Heute Smoothie, sonst gerne auch Elektrolyte oder Hafermilchgranulat für Kaffee unterwegs. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man darin gut Öl zum Kochen abfüllen kann. Unbegrenzte Möglichkeiten für quasi kein zusätzliches Geld und man hat die Flasche immer griffsbereit. In meiner Hosentasche habe ich hier dann noch eine Lippenpflege mit 50er Lichtschutzfaktor. Auch wichtig, die Lippen nicht zu vergessen. Die leiden bei mir in der Höhe irgendwie immer am meisten. Dann haben wir hier ganz neu ein Alpha Direct Hoodie. Den habe ich mir tatsächlich ausgeliehen, um zu testen, ob das was für mich ist, bevor ich ihn dann selber kaufen würde. Gebraucht habe ich ihn auf der Tour allerdings nicht, da es relativ warm gewesen ist. Das hier ist jetzt ein Tierabwehrspray für den Ernstfall, falls ich mit einem Wildschweinangriff oder ähnlichem konfrontiert würde und mich dann zur Wehr setzen müsste. Noch einmal ein Sonnenschutzstick, um Nase und Ohren nachzucremen, denn ihr wisst, Sonnencreme hält nicht für immer und man sollte sich immer mal wieder nachcremen, gerade wenn man viel am Schwitzen ist. Ein Stift, falls ich Lust habe, einen Geocache zu loggen. Dann habe ich hier noch 700 Milliliter Wasser in so einer Softflask, wobei ich gar nicht weiß, ob das eine Softflask ist, also so ein Plastikbeutel, weil der sich einfach in einem kleinen Rucksack besser verpacken lässt. Der Rucksack hat nur 15 Liter. Nochmal 500 Milliliter in einer PET-Flasche. Im Sommer benutze ich da auch oft eher eine Thermosflasche, weil ich einfach nicht so ein Fan von Plastikgeschmack bin, wenn sich die Flaschen so erwärmen und es manchmal ein echt toller Luxus ist, kaltes Wasser zu trinken, wenn es so warm ist. Eine Cappy, Datteln, ich feiere die hier, weil die haben einfach irgendwie so einen geilen Cola-Fläschchen, Gummibären-Geschmack. Dose hier habe ich eigentlich fast immer dabei, da ist immer was anderes drin. Hier ist ein Trailmix und salzige Erdnüsse für ein bisschen Carbs und Salz. Salzige Snacks habe ich auch fast immer dabei, weil ich einfach viel Salz ausschwitze und das Gefühl habe, ich halte damit irgendwie besser durch. Dann haben wir hier ein kleines Drybag mit meinem ganzen elektronischen Kram, der nicht nass werden sollte. Eine Powerbank. Auch hier wieder keine Werbung für irgendwelche Marken. Das ist jetzt einfach die Powerbank, die ich gerade nutze. Dann ganz wichtig, eine Kopflampe, falls ich es nicht im Hellen vom Berg runter schaffen sollte, sodass ich immer noch relativ sicher absteigen kann. Ein Ersatzakku und eine Ersatzspeicherkarte für meine Kamera. Ich filme übrigens mit der GoPro und ansonsten mit meinem Handy, weil das auch schon mal jemand gefragt hatte. Mein Handy ist in dem Fall ein iPhone 17 Pro. Ich habe aber auch lange mit dem 14 Pro gefilmt. Das macht auch echt schöne Videoaufnahmen. So, hier haben wir jetzt was ganz Wichtiges und zwar ein Poop-Kit. Ich weiß nicht, ob das allen ein Begriff ist. Ich habe oft das Gefühl, dass das nicht der Fall ist, wenn ich so sehe, wie verschmutzt manchmal die Wälder sind. Daher schreibt mir gerne mal, ob ihr es kennt oder nicht. Jedenfalls habe ich in diesem Kit eine kleine leichte Schaufel, um ein Loch zu graben, etwas Toilettenpapier, Feuchttücher, Hundekotbeutel und so Seifenblättchen zum Händewaschen. Das Ganze funktioniert so, dass ihr euch ein kleines Loch grabt, dort euer Geschäft verrichtet und vergrabt euer Klopapier nicht in die Umwelt schmeißt, sondern in den Hundekotbeutel tut und mit dem Seifenblättchen mit etwas Wasser oder Spucke dann eure Hände wascht. So seid ihr dann für den Notfall gerüstet. Ich habe dann immer noch zusätzlich eine extra Mülltüte für meinen Müll dabei, die man luftdicht verschließen kann. Darin könnt ihr dann euren gesamten Müll aufbewahren. Äpfel habe ich eigentlich auch immer 2 dabei. Da kann man jetzt über Gewicht streiten, aber für mich sind die einfach ein super Snack, der etwas Flüssigkeit und Kohlenhydrate gibt. Dann hier noch irgend so ein Riegel, den habe ich hier einfach mal getestet. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Hätte ich die Tour
Tour jetzt im Hochsommer gemacht, hätte ich definitiv noch mehr Wasser und Elektrolyte mitgenommen und bei Regen dann noch eine Regenjacke oder Regenhose, wie auch immer. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kurze Einblick gefallen, auch wenn ich das jetzt hier so ganz nebenher bei der Wanderung aufgenommen habe. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder mit etwas schöneren Aufnahmen. Bis bald!